Matthäus 5 und Vers 14 bis Vers 16. Matthäus 5, 14 bis 16. Es geht heute um, was Jesus gesagt hat, dass wir das Licht der Welt sind. Wir fangen an mit Vers 14. Es steht, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diese Stelle, was Jesus gesagt hat in seinem Bergpredigt. Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen zu verstehen, was es bedeutet für uns, Licht zu sein in der Welt, in der wir jetzt leben. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Dieser Spruch von Jesus, ihr seid das Licht der Welt, ist eigentlich der zweite von zwei Sachen, die Jesus gesagt hat, dass wir sind. Er hat zuerst in Matthäus 5,13 gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie Salz wurde als Konservierungsmittel und als Würzmittel verwendet und haben auch gezeigt, was das bedeutet für unser Leben als Christen auf der Erde, dass wir sind hier als Konservierungsmittel und Würzmittel. Aber wir haben auch erklärt, dass das Wert von Salz liegt in der Tatsache, dass es sich von dem unterscheidet, auf das es angewendet wird. Und so, wenn es gibt keinen Unterschied zwischen uns und der Welt, dann wir sind dann nutzlos als Salz. In ähnlicher Weise ist das Besondere an Licht der Unterschied zur Finsternis. Und es gibt kein Finsternis bei Gott. Also wenn wir sind Licht, das heißt, dass wir sind das Gegenteil von Finsternis. Und Gott ist selbst Licht und so wir sollen auch Licht sein. Jesaja 9 und Vers 1, Jesaja 9,1 steht, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und das Licht, wovon Jesaja gesprochen hat, ist Jesus Christus. Und so Menschen waren im Finsternis, haben im Finsternis gewandelt. Und Jesus war zur Erde gekommen als Licht, damit wir sehen können. Und so es steht hier ein großes Licht. Und Menschen haben ein großes Licht gesehen. Und dieses großes Licht war Jesus Christus. 1. Johannes 1 und Vers 5. Es steht, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Also das Unterschied zwischen Licht und Finsternis ist wirklich groß. Denn wo Licht ist, Finsternis kann nicht bleiben. Und so, wir sind dann das Licht der Welt und das ist besonders, denn das heißt, dass wir sind nicht Finsternis. Johannes 3, Vers 19. Johannes 3 und Vers 19, es steht, darin aber besteht das Gericht, das Licht in die Welt gekommen ist. Also dieses Licht ist Jesus Christus. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht,
denn ihre Werke waren böse. So, warum haben die meisten Menschen nicht Jesus geliebt, als er hier auf Erde war? Weil er war Licht. Und ihre Werke waren böse. Und wenn das Licht ist da, es scheint auf den Böse ist dann für alle zu sehen. Und so, die haben Jesus gehasst, weil er Licht war. Johannes 8 und Vers 12. Johannes 8, 12. Es steht, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. So, Jesus hat uns gesagt in dieser Stelle, dass er ist das Licht der Welt und wenn wir ihn nachfolgen, denn wir werden nicht in Finsternis wandeln. Denn er ist Licht und man kann nicht im Licht wandeln und in Finsternis bleiben. Es ist nicht möglich, auf einem Ort zu sein, wo es Licht gibt und auch in Finsternis zu sein. Das ist nicht möglich. Und so er sagt, wir werden das Licht des Lebens haben. Und so könnte er sagen in Matthäus 5 und Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, dass wir haben unser eigenes Licht, das Menschen sehen kann, sondern wir haben das Licht von Jesus Christus in uns. Und das kann andere Menschen sehen. 1. Johannes 1, Vers 6 und 7. 1. Johannes 1, 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und so wir sehen wieder in dieser Stelle, dass es ist unmöglich, beides zu haben. Wenn wir sagen, dass wir wandeln im Licht oder wir haben Gemeinschaft mit ihm, aber wir wandeln in Finsternis, er sagt, wir sind dann ein Lügner, denn wir können nicht Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, wenn wir in Finsternis wandeln. Denn er ist nicht in Finsternis, er ist Licht. Und die zwei kann man nicht mischen. Wie es in Vers 13 gesagt wurde, also ihr seid das Salz der Erde, so steht es auch in Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Beide Verben wurden in der Gegenwart verwendet. Und dies bedeutet, dass es ist nicht unser Ziel, Salz und Licht zu sein. Er hat nicht gesagt, ihr werdet Salz und ihr werdet Licht, sondern er sagt, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Und so, wir sind jetzt schon Salz und Licht und werden weiterhin Salz und Licht sein. Und das heißt dann auch, dass so wie Salz ohne Salzigkeit unwirksam und nutzlos ist, kann Licht auch unwirksam gemacht werden, wenn es verborgen ist. Schau wieder in Vers 14, was er sagt. Er sagt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Also heute ist es anders. Also es gibt manche Städte, die sind im Tal gebaut. Wir haben gewohnt für ein paar Jahre in Chattanooga, Tennessee. Und in Chattanooga ist gebaut in einem Tal zwischen mehreren Gebirgen. Und so der Stadt Chattanooga ist zum Teil verborgen. Man kann es nicht sehen von weit weg, wie manche andere Städte. Aber oben auf dem Berg, es gibt auch irgendwelche kleinere Städte und die kann man von weit weg sehen. In der älteren Zeit, fast alle Städte wurden gebaut oben auf den Berg, damit es leichter zu verteidigen wurde. Es gibt Nachteile und Vorteile. Der Nachteil ist, dass es wirklich schwer ist, dieses Stadt zu
verbergen, damit man das nicht sehen kann. Aber es war viel leichter zu verteidigen, noch jemand das gefunden hat. Es war, wenn die mussten entscheiden zwischen den Vorteilen und Nachteilen, die haben entschieden, dass es war besser, auf den Staat zu sein, obwohl es macht es leichter, die zu finden. Und Jesus hat dieses hier als Beispiel benutzt. Er sagt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Er nutzt das als ein Beispiel und sagt uns, wir sollen sein wie ein Stadt auf einem Berg, das alle Menschen sehen kann. Und dann er nutzt noch ein Beispiel in den nächsten Vers, in Vers 15. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Er sagt, es macht keinen Sinn, ein Kerze oder irgendwelches Licht, eine Lampe anzuzünden und dann es zu verstecken, sodass es kein Licht gibt für andere, sondern wir stellen das hoch irgendwo auf einen Leuchter, damit es leuchtet alle, die kommt in dem Haus. Und so er nutzt es als Beispiel und sagt, dass wir sollen genauso sein als Christen. Wir sollen Licht sein, damit die Welt kann das Licht in uns sehen. Wie eine Stadt auf einem Berg und ein Licht auf einem Leuchter, so müssen wir leuchten, damit die ganze Welt sehen kann. Denn ohne Licht können die nicht sehen. 2. Korinther 4 und Vers 6. 2. Korinther 4, 6. Paulus hat dort gesagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Angesicht Jesus Christi. Dieses Vers erklärt uns, wie wir Licht sind. Denn wir haben das Licht von Jesus Christus in unserem Herzen. Es leuchtet in unserem Herzen. Und so kann andere Menschen das Licht von Jesus Christus sehen in uns. In Johannes 1, Vers 6 bis 9, Johannes hat uns ein Beispiel gegeben, nicht von sich selbst, sondern von einer anderen, der hieß Johannes, und zwar Johannes der Täufer. Johannes 1 und Vers 6 steht, es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeder Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. So Johannes war gesandt als ein Zeugnis von dem Licht. Und das ist, was Jesus meint, wenn er uns gesagt hat, wir sind das Licht der Welt. Wir sind eigentlich Zeugnisse von dem Licht, denn die anderen Leute können sehen, das Licht von Jesus Christus, das in unserem Herzen ist. So können die Jesus Christus durch uns kennenlernen. Sie müssen nur zum Licht kommen und dann können wir die erklären, wie sie selbst das Licht dann auch haben kann. Etwas, was sehr wichtig ist die Motivation, dein Licht scheinen zu lassen. Als wir lesen diese Stelle und dann gehen weiter in den Bergpredigt, Matthäus 6, 1 und Matthäus 6, 5, wir finden dort etwas, das scheint ein Widerspruch zu sein im Vergleich mit was hier steht. Aber wir sollen merken, dass es ist ein Unterschied in die Motivation, warum wir etwas tun, damit die Welt es sehen kann. Es steht hier in dieser Stelle, dass sie eure guten Werke sehen
und euer Vater im Himmel preisen. Also wir sollen Licht sein, damit die Leute durch unsere guten Werke werden den Vater im Himmel preisen. Also die werden sehen Jesus Christus in uns, sie werden zum Glauben kommen und werden dann den Herrn im Himmel preisen. In Matthäus 6,1, wir sehen, da hat Leute eine andere Motivation. Und es war nicht, dass Leute werden den Vater im Himmel preisen, sondern es war etwas anderes. Matthäus 6,1, habt Acht, dass ihr euer Almosen nicht vor den Leuten gibt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn beim Himmel, keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also hier waren Leute, die haben Almosen gegeben, um von Menschen gesehen zu werden. Die möchten, dass andere Leute sehen, wie viel sie gegeben hat und wie sie andere Leute geholfen hat. Und es war nicht, damit der Vater im Himmel gepriesen werden, sondern sie müssten den Preis für Menschen für sich selbst bekommen. Das Gleiche finden wir auch in Vers 5. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Häusler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um vor den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihr Lohn schon empfangen. Warum haben sie gebetet am Straßenecken? Um von den Leuten gemerkt zu werden. Nicht damit den Herrn gepriesen werden. Und so die Motivation ist sehr wichtig. Wir sollen aus Licht sein, wir sollen den Menschen leuchten, damit der Vater im Himmel gepriesen wird. Wenn wir sind Licht nur, so dass andere Leute werden uns sehen, das wäre dann falsch und die falsche Motivation. Wir müssen auch Acht geben darauf, dass unser Licht hell bleibt und nicht zum Finsternis wird. Dieses gleiche Rede, was Jesus hier in Matthäus 5 gegeben hat, finden wir auch in Lukas 11, 33. Aber da wird noch andere Sachen als Beispiel hinzugefügt. Da steht, niemand aber zündet ein Licht an und setzt es an einem verborgenen Ort, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Und dann ergibt ein weiteres Beispiel, wo wir sehen, dass das Unterschied zwischen Licht und Finsternis ist betont. Er sagt, wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch deinen ganzen Leib Licht. Wenn es aber böse ist, ist auch dein Leib finster. So habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Also er sagt hier, dass es ist möglich, durch böse Taten, dass unser Licht finster wird. Und dann wird es unwirksam und keiner wird dann dadurch geleuchtet. Dann steht weiter, wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, so dass er keine Finsternis oder finsterne Tal mehr hat, so wird er ganz hell sein, wie wenn das Licht mit seinem Strahl dich erleuchtet. So wir sollen Acht geben, dass es gibt kein Finsternis bei uns, keines, was hindert, dass das Licht, was in uns ist, scheint. Epheser 5,8, in dieser Stelle, Paulus hat erklärt, dass wir waren vorher auch in der Finsternis, vor wir das Licht des Herrn empfangen haben. Und so, wenn wir im Finsternis waren, haben wir gewandelt als Leute, die im Finsternis gelebt haben. Aber jetzt, er sagt, es ist anderes. Es steht in Epheser 5,8, denn ihr wart einst Finsternis,
Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt, dass unser Wandel soll jetzt anderes sein, denn wir sind Licht. Und so wir sollen wandeln als Kinder des Lichts, damit andere Leute das Licht dann auch sehen können. So, das bringt uns dann zu einer letzten Frage. Er sagt, wir sind Licht der Welt. Und so andere Menschen sehen uns und die sehen dann das Licht. So die Frage, die wichtig ist hier zu Ende, ist, wie reagieren Menschen auf das Licht? Wenn andere Menschen uns sehen und die sehen unser Licht, wie reagieren sie auf unser Licht? Johannes 3 und Vers 20. Johannes 3 und Vers 20. Es steht, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe durch mein ganzes Leben. Es macht einen Unterschied, wenn man in der Arbeit ist und man macht eine Pause und es gibt eine Gruppe von Leuten da. Wenn es gibt jemanden da, der ein bekannter Christ ist, der wandelt im Licht, es ändert den Gespräch, was gesagt wurde, worüber die reden, weil es gibt Licht da und sie möchten nicht, dass ihre böse Taten gesehen werden. Und so, die hassen das Licht und werden lieber, dass kein Christ dabei sein sind, während sie ihre Pause machen, denn sie hassen das Licht. Jeder, der böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Und das ist, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Also andere Leute sehen das Licht und die kommen dann zum Licht und die möchten näher an das sein. Und das ist die Menschen, die haben dann an Jesus Christus auch dann geglaubt. Johannes 12, Vers 46. Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. So wir sehen, dass Menschheit ist geteilt in zwei Gruppen. Menschen, die hassen Licht und Menschen, die haben an Jesus Christus geglaubt. Und das ist der Unterschied zwischen die. Und dann zuletzt Jesaja 50 und Vers 10. Wir sehen einen Zuruf. Und das ist für die Menschen, die bis jetzt haben das Licht nicht, aber sie haben das Licht gesehen und möchten zum Licht kommen. Jesaja 50 und Vers 10. Es steht, wer unter euch fürchtet den Herrn, wer gehorcht der Stimme seines Knechtes, wenn er in Finsternis wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinem Gott. Also es steht hier, wenn jemand in Finsternis wandelt und die haben kein Licht, sie sollen vertrauen auf den Namen des Herrn. Und wenn sie vertrauen auf den Namen des Herrn, das heißt, dass sie haben auf den Licht, was sie gesehen hat, geachtet und sie kommen zum Licht, dann sie werden noch mehr Licht empfangen. So es steht, vertraue auf den Namen des Herrn. Dann sie werden auch zum Licht werden. Und dann andere Menschen können auch das Licht sehen durch ihn. So Jesus hat uns gesagt, wir sind, und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Der einzige Weg, dass die Menschen in der Welt Jesus Christus sehen kann, ist,
durch uns, denn wir sind das Licht der Welt. Und so wir sollen das Licht zu der Welt bringen. Und wenn wir das Licht zu der Welt bringen, dann die können auch das Licht für sich selbst haben. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Vater, ich bete, dass du wirst uns alle helfen zu verstehen, dass wir als Christen sind Licht und dass wir werden dann so als Kinder des Lichts wandeln, damit andere das Licht in uns sehen kann. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.